Unser Konjunkturausblick 2024 steht unter der Überschrift Konjunkturpuzzle. Der Maschinenbau ist weltweit unterwegs. 4/5 der Produktion gehen ins Ausland. Und er ist hier wirtschaftlichen, politischen und technologischen Einflüssen ausgesetzt. Wie ein Puzzle. Im Folgenden werde ich Ihnen die einzelnen Puzzleteile vorstellen. Kommen wir zum ersten Puzzleteil, dem Auftragseingang und letztlich natürlich auch der Stimmung in der Branche und bei unseren Kunden. Es drängt sich förmlich auf, denn es ist belastet durch zweistellige Rückgänge im Jahr 2023, die wir wohl auch noch zu Beginn des Jahres 2024, möglicherweise bis zur Jahresmitte hin sehen werden. Es gibt auch hier Chancen, dass sich die Stimmungslage wandelt. Allerdings haben wir Timelags, bis sich das dann im Auftragseingang und letztlich dann auch im Umsatz niederschlagen wird. Auch hier muss man kurz zurückschauen. 2023 war geprägt durch hohe Inflationsraten und entsprechend hohe Zinsen, durch eine strikte Geldpolitik. Wir haben hier Erleichterungen gesehen in den letzten Monaten. Diese werden sich wohl auch fortsetzen. Aber der Preisdruck bleibt hoch. Wir haben Knappheiten bei Arbeitskräften, bei Materialien etc. Wir haben große Aufgaben vor uns. Wir gehen von einem niedrigeren Zins aus, aber der Zins wird weiterhin natürlich das Investieren belasten. Das nächste Puzzleteil steht unter der Überschrift Arbeitskräftemangel. Es ist die Nummer 1 der Herausforderungen in allen unseren Umfragen. Wir müssen schlicht und einfach lernen, mit weniger Arbeitskräften klarzukommen. Wir müssen effizienter produzieren und Effizienzlösungen an unsere Kunden verkaufen. Aufgabe der Politik ist es, auch hier Rahmenbedingungen zu schaffen, durch geeignete Zuwanderung, aber eben auch durch die Bildung unserer Leute hier im eigenen Land, damit wir eben auch in Zukunft diese Arbeitskräfte haben, die wir letztlich auch brauchen als sehr arbeitsintensive Branche. Weiten wir nun den Blick auf die Welt. Wir sind schon seit geraumer Zeit einer Fülle von geopolitischen Herausforderungen ausgesetzt. Da ist der Krieg in der Ukraine und Israel. Wir haben hier direkte wie indirekte Effekte, direkt zum Beispiel durch Rohölpreisverteuerungen oder durch gestörte Lieferketten im Suezkanal, aber indirekt eben durch die Verunsicherung, die das auslöst. Dazu kommt, dass wir Handelsstreitigkeiten haben, nicht nur zwischen den USA und China, auch zwischen USA und Europa. Und unser Ansinnen, unsere Risiken zu reduzieren, mit Lieferanten und mit Freunden Handel zu treiben, werden natürlich nicht dadurch besser, dass wir nicht in der Lage sind, Freihandelsabkommen abzuschließen. Das ist sicherlich eine große Herausforderung für die Zukunft. Beim nächsten Puzzleteil Klimawandel, Klimatechnologien gibt es sowohl Risiken als auch Chancen. Natürlich belastet uns das alles. Es kostet schlicht und einfach Geld, unsere Produktionsprozesse umzustellen und auf andere Energien umzustellen. Auf der anderen Seite sehe ich hier große Chancen, gerade für den Maschinen- und Anlagenbau, der Lösungen anbietet, die für seine Kunden, aber auch für ihn selber interessant sind, indem Produkte und Prozesse klimafreundlicher gestaltet werden. Eine große Herausforderung, aber eben auch eine große Chance. Von Klimawandel und Klimapolitik ist es aktuell nicht weit zur Haushaltspolitik. Das Bundesverfassungsgericht hat der Bundesregierung enge Grenzen gesetzt. Das geht letztlich natürlich auch zu Lasten der Vorhaben, die zur Bewältigung des Klimawandels politisch aufgesetzt worden sind. Politik muss umdenken, weniger in Subventionen, mehr in guten Angebotsbedingungen, die letztlich natürlich auch den Unternehmen ihre Freiheitsgrade lassen. Worin sie investieren, wie sie investieren, mit welchen Technologien sie gehen. Wir müssen Anreize schaffen und weniger mit viel Geld Dinge versuchen zu bewegen. Als Ergebnis dieses ganzen Puzzlens haben wir kein rosiges Bild, kein einheitliches Bild, sondern eines, das durch zahlreiche Risiken, Unsicherheiten geprägt ist. Unsere Prognose für das Jahr 2024 passt zu diesem Bild. Wir mussten sie zurücknehmen. Wir erwarten ein Produktionsminus von real 4%. Gleichwohl bin ich optimistisch, was die weitere Entwicklung angeht. Sowohl konjunktureller Art, dass wir also in einem Übergangsjahr sind, als auch struktureller Art. Denn wir haben die Lösungen für alle diese Herausforderungen, die uns stellen. Und alle diese Herausforderungen schaffen letztlich auch die Basis für neues Geschäft, für neue Aufträge
und für neue Produkte und Prozesse, die wir mit unseren Kunden zusammen entwickeln und entsprechend dann auch zur Lösung dieser Probleme verwenden können. Insofern schaue ich wieder einmal optimistisch in die Zukunft.